Im Sommer 1944 erreichte der Krieg im Osten eine entscheidende Wendung. Nach der gewaltigen sowjetischen Offensive gegen die deutsche Heeresgruppe Mitte gerieten Zehntausende deutsche Soldaten in Gefangenschaft. Am 17. Juli 1944 inszenierte die sowjetische Führung in Moskau ein außergewöhnliches Ereignis. Rund 57.000 deutsche Kriegsgefangene wurden in langen Kolonnen durch die Straßen der Hauptstadt geführt. Die Männer waren erst wenige Wochen zuvor während der Operation Bagration gefangen genommen worden. Viele von ihnen gehörten zu Verbänden, die in Weißrussland vollständig aufgerieben worden waren. Die Gefangenen marschierten stundenlang durch Moskau. Vor ihnen gingen hohe Offiziere und Generäle, dahinter folgten tausende erschöpfte Soldaten der Wehrmacht. Zehntausende Moskauer standen entlang der Straßen und beobachteten den Marsch. Für die sowjetische Bevölkerung war dies ein sichtbares Zeichen, dass sich der Krieg gegen Deutschland zu wenden begann. Die Kolonnen zogen schweigend durch die Stadt. Viele der Gefangenen waren erschöpft, ihre Uniformen zerrissen und vom langen Rückzug gezeichnet. Der Marsch hatte eine klare politische Botschaft. Die sowjetische Führung wollte der eigenen Bevölkerung und auch den westlichen Alliierten zeigen, wie schwer die deutsche Niederlage an der Ostfront inzwischen geworden war. Nachdem die Gefangenen die Straßen passiert hatten, folgten Reinigungstrupps der Stadtverwaltung. Sie spülten symbolisch die Straßen mit Wasser ab. Für die meisten der Männer begann nach diesem Tag ein langer Weg in die Gefangenschaft. Millionen deutscher Soldaten gerieten im Verlauf des Krieges in sowjetische Lager. Viele von ihnen mussten Jahre in Arbeitslagern verbringen. Zehntausende kehrten erst in den 50er Jahren nach Deutschland zurück. Doch viele andere sahen ihre Heimat nie wieder.